Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Ja, hallo zu diesem Video von mir, das mal etwas sehr Ungewöhnliches wird, weil eigentlich, wisst ihr, können bei mir Dampfgeräte kaum groß genug sein. Ja. Aber ich habe jetzt mal sozusagen einen Gegenentwurf bekommen. Dieses hier, das ist das Gold Rush Kit der Firma Artery aus China. Ja, die Firma Artery ist erst dieses Jahr wirklich an den Markt gegangen und das ist deren Erstprodukt, der Nugget mit dem 49er Tank. Ja, also beide Teile haben nochmal einen eigenen Namen, unter dem sie vertrieben werden, aber zusammen nennt sich das Ganze das Gold Rush Kit. Das Ganze hat auch einen Grund, warum es so heißt, und da steht auch eine ganz interessante Geschichte hinter, aber da kommen wir dann nach der Detailansicht zu, die gleich kommt. Ja, wir gucken uns erstmal dieses Gerät hier komplett im Detailansicht an, mit allen Funktionen und so weiter und so fort. Und dann machen wir einen Schwenk, wie gesagt, dann kommen wir zu den Hintergründen, dem Fazit und was ich davon halte. Da das jetzt sozusagen ein besonderes Video für mich ist, dass ich mal sowas Winziges hier in der Hand habe, will ich auch noch was ausprobieren. Und zwar hatte ich ja bei meiner letzten Review Musik eingespielt, während ich da gewickelt habe. Das hat einigen sehr gut gefallen. Da kam auch der Einwand, könnte man was probieren, und zwar das. Ja, das lasse ich jetzt mal so ein bisschen leise im Hintergrund laufen. Würde mich einfach interessieren, was ihr davon haltet. Stört euch das? Soll ich das lassen? Findet ihr das gut? Ja, als Experiment für diesen Kanal und vielleicht für die Zukunft. Gut, aber trotz allem wollen wir nicht mehr länger mit der Detailansicht warten. Dementsprechend ein Schwenk nach unten. Bis gleich. So, das ist wie der Artery Gold Rush, das Artery Gold Rush Kit zu euch kommt, ja, in dieser Präsentationsbox. An sich rundherum nichts Besonderes. Allerdings hier noch kurz Warnhinweise, ja, dass das nur ab 18 verwendet werden soll, dass es sich nicht um ein medizinisches Rauchentwöhnungsprodukt handelt und dass man damit nikotinhaltige Liquids verdampfen kann, was dann natürlich die entsprechenden Warnhinweise für Nikotin mit sich zieht. Wenn wir das Ganze jetzt aufklappen, finden wir das Ganze erst einmal so vor. Schon hier oben haben wir einmal ganz knapp aufgeführt, ja, die Bestandteile des Kits, wo was ist. Einfach als kleine Zusammenfassung dieser beiden Anleitungen hier. Denn tatsächlich ist das ganze Gold Rush Kit wirklich eine Verbindung von zwei eigenständigen Produkten. Das ist einmal der Nugget, das ist der Boxmod, und einmal der 49er Tank, das ist der Verdampfer. Ja, und zusammen ergeben die halt das Gold Rush Kit. Wir nehmen die beiden Sachen mal raus. Das ist also der Nugget, der verflucht nochmal kleinste Boxmod, den ich je gesehen habe. Der ist nur 55 mal 31 mal 22 mm groß. Ja, also der verschwindet locker in meiner Hand, wie weggezaubert. Ja, mal dagegen meine Liquidflasche gehalten. Ja. Ein echter Winzling. Dann haben wir den 49ers Tank.
Ich habe ihn natürlich jetzt mit Liquid befüllt. Er kommt leer und gesäubert zu euch. Aber dass der jetzt mit Liquid gefüllt ist, hat einen speziellen Grund. Das werdet ihr dann nachher sehen im Laufe der Review. Da drin, vormontiert, befindet sich ein Verdampferköpfchen mit 0,5er Kantal. Wir haben des Weiteren hier noch ein Ersatzköpfchen. Da muss ich mal gucken, dass man das sehen kann. Und das ist ein Köpfchen mit 200er Nickeldraht auf 0,2 Ohm gewickelt. Ich hoffe, man kann die Prägung jetzt erkennen in der Kamera. Ja, man sieht hier oben steht Nickel 200 0,2 Ohm. Hier unten dann noch die Watt-Empfehlung. In dem Fall 5 bis 45 Watt. Der Aufbau der beiden Köpfchen ist gleich. Wenn man hier reinguckt, sieht man eine senkrecht verlaufende Coil, sprich die Luft wird durch die Coil gezogen und rundherum haben wir die Watte liegen. Ja, also vom Aufbau her nichts, was wir nicht schon mal gesehen hätten. Ja, ein bewährtes Prinzip, diese austauschbaren Köpfchen zu designen. Ja, sonst haben wir noch Isolatoren und Dichtungen. 2 Löcher für das Liquid. Ja, aber wie gesagt, ein solider und bekannter Aufbau. Dazu käme dann noch ein Ladekabel oder Lade- und Datenkabel für die Box. Auch hier altbewährte Technik. Standard USB auf Micro USB Typ B. Für den Tank bekommen wir dann noch so einen Satz Dichtungen zum Tauschen. Ja, also all diese ganzen, nehmen wir an, das ist NBR, der Kunststoff. Ja, Ringe, Ohrringe, die man da so gebrauchen kann, falls da was fehlt oder verloren geht, habt ihr hier nochmal ein Set dabei. Gut, das war zu dem Lieferumfang. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal von oben nach unten mit dem 49ers Tank. Der 49ers Tank sieht halt so aus. Ihr habt hier vorne das eingeprägt, 49er, und hier ein Anschlagszeichen für die Air Control. Die Air Control findet ihr hier unten. Ja. Ihr könnt sie so komplett aufdrehen. Sie hat einmal hier einen Schlitz und einmal auf der anderen Seite, sprich, wer Open Draw mag, wird hier voll bedient. Jemand, der wie ich eher das klassische Mundstampfen bevorzugt, stellt ihr sich dann wahrscheinlich eher so ein. Ja. Des Weiteren hat dieses Gerät aber auch eine Liquid Control. Um die zu bedienen, haltet ihr das Ganze so fest, am Tank, und achtet mal hier auf diese Blende hier unten. Wenn ich nämlich jetzt die AFC komplett zudrehe und weiterdrehe, dann öffnet sich die Liquid Control rundherum. Ja, die 4 Löcher. Wenn ich das Ganze jetzt zudrehe, also sprich die AFC aufdrehe und dann weiterdrehe, dreht sich die Liquid Control zu. Und das Schöne ist, jetzt kann ich noch weiter drehen und kann bei vollem Tank den Kopf rausdrehen. Ja, kommen nur ein paar Tröpfchen Liquid raus, aber ich kann tatsächlich bei voll gefülltem Tank, wenn ich möchte, das Köpfchen wechseln. Ja, kann ich den hier rausschrauben. Der Tank ist immer noch dicht, kommt nichts raus. Wir können das Ganze wieder zusammenschrauben. Eben die 2 Tropfen, die rausgekommen sind, wegmachen und wieder aufdrehen. So sieht das Ganze aus.
Ich drehe die ganze Geschichte aber nochmal zu, weil ich will mit euch natürlich jetzt auch gucken, wie man das Ding betanken kann. Dazu schraubt man hier um den Tankdeckel auf, natürlich auch wieder mit zugedrehter Liquid Control in dem Fall, weil sonst sifft das Ganze natürlich sofort unten raus. So. Und dann habt ihr hier so richtig schön große Löcher zum Befüllen. Ja, kann man einfach mit der Flasche hingehen und bedenkenlos füllen. Den Tank gibt es in 2 Füllgrößen, einmal 2 Milliliter und einmal 4 Milliliter. Das hier dürfte jetzt die 2 Milliliter Größe sein. Wir drehen das Ganze hier wieder fest auf und unten die Liquid Control auch wieder auf. Könnt ihr natürlich auch dann dementsprechend in irgendwelche Zwischenstufen drehen. Ja. Je nachdem, wie ihr es braucht, wie ihr es mögt. Ja, dann drehen wir jetzt hier die Air Control entsprechend so weit auf, wie ihr mögt. Ihr könnt natürlich auch das Tank-Innenleben noch weiter rausnehmen, dass ihr auch wirklich alles säubern könnt. Das mache ich aber jetzt aus verständlichen Gründen, hoffe ich mal nicht. Ne? Weil sonst habe ich das ganze Ding wieder auf den Pfoten. Ja, ansonsten, Lift-Tip ist auch austauschbar. Wenn ihr da was Längeres befürwortet, könnt ihr euch da was Neues aussuchen. Nochmal zu den Köpfchen. Wie gesagt, hier drin ist jetzt der Kantalkopf. Hier ist der Nickel 200. Weiterhin angeboten werden, also sollen demnächst auch Nickel-Chrom, Titan und Clapton Coils. Ja. Die können dann je nach Wunsch auch geliefert werden. Das Clapton Coils wird wohl noch was dauern, weil wie gesagt, jetzt ist gerade erst wirklich die Produktion von dem Gerät richtig angelaufen. Gut, aber das soweit erstmal zu dem 49er Tank. Gut, dann kommen wir mal zum Nugget, dieser wirklich extrem kleinen Box. Ja, ihr seht, das ist wirklich klein. Der Nugget, steht hier drauf, hat hier einen 510er Anschluss, genau mittig verbaut. Auch nochmal mit Luftrillen für eng anliegende Verdampfer, die von unten ziehen wollen, ihre Luft. Hier neben dem Firmenlogo haben wir den Micro-USB-Anschluss mit einer Indikatorlampe, wenn ihr im sogenannten Update-Modus seid. Ja, also sprich, wenn ihr neue Daten per Computer auf dieses Gerät übertragt, wird sich das in dem Leuchten dieser Lampe hier bemerkbar machen. Ansonsten für die unten dann die Entgasungslöcher, die üblichen Kennzeichnungen und nochmal das Copyright von Artery. Ja, und hier vorne auf der Seite haben wir dann jetzt das Display und die Bedienungsknöpfe. Wir haben hier oben den Feuerknopf, mit dem wir auch das Gerät einschalten. Verzeiht, ich muss das mal eben mitgucken. So, hier seht ihr, bin ich gerade mal im Temperaturmodus für Titan. Ja, also TM, Temperaturmodus, TI für Titan und hier der Akkustand. Dann die Temperatur in Fahrenheit, die Wattstärke, mit der wir fahren wollen und die korrespondierende Ohmstärke des Verdampfers. So, wir können einfach durch einen Druck auf Plus und Minus gleichzeitig in das Menü kommen. Als erstes erhalten wir dann den Menüpunkt Work Mode Setting. Das ist natürlich der wichtigste erstmal. Ja, hier schalten wir fest, in welche Funktionstypen wir Regelungstypen wir wählen. Ja, wir haben jetzt hier den Temperaturtyp Nickel angeboten. Mit Plus und Minus können wir durchswitchen. Temperatur Titan. Power-Modus, Watt gesteuert, da werde ich dann gleich auch drauf gehen. Oder auch Voltage. Ja, also wir können auch mit der Voltregelung arbeiten.
So, wir gehen jetzt mal hier aber in den nochmal Temperatur-Titan-Modus, um noch ein paar weitere Menüpunkte zu erhalten, die wir sonst nicht hätten. Wir bekommen jetzt Temperatur-System-Setting und da können wir Temperatur auswählen, ob wir jetzt Celsius oder Fahrenheit wollen. Ja, wir nehmen natürlich Celsius. So, jetzt sind wir wieder vorne im Hauptmenü. Nächstes ist das Temperatur-Power-Limit-Setting. Das ist halt, wie gesagt, wie hoch und wie viel Watt die Box feuern kann, soll, bis sie halt die Temperatur erreicht hat. Die Box kann von 5 bis 50 Watt feuern, beziehungsweise von 0,5 bis 8 Volt oder auch 20 Ampere maximal. Ja. Das könnt ihr dann hier einwählen, wie ihr wollt. Dann bleiben wir bei 30 Watt einfach. Dann haben wir die Auto-Off-Time-Setting. Die Box schaltet sich nach einer gewissen Weile von selber ab. Ihr könnt das anwählen zwischen 10 und 90 Minuten oder auch Off. Wobei ich gemerkt habe, selbst bei Off schaltet die sich irgendwann bei Nichtbenutzung ab. Ja, also ist das eigentlich auch erstmal egal, ich nehme mal 90 Minuten. Dann habt ihr den Punkt Systemsoftware Upgrade. Also wenn ihr jetzt an dem an den PC angeschlossen seid, könntet ihr hier mit weitere Firmware-Updates laden. Hier haben wir die aktuelle Versionsnummer und Exit. So, und da ich aber jetzt den Katal da drin habe, muss ich nochmal in Work Mode Setting und statt dem Temperaturmodus wähle ich den Power-Modus an. So. Das ist natürlich alles, was wir vorher eingestellt haben für Temperatur, hinfällig. Und wir bekommen jetzt diese Anzeige. Wir bekommen hier oben die Watt angezeigt. Ja, mit 21 Watt. Hier unten Volt und Widerstand. Natürlich rechnet sich dann das Volt aus dem Widerstand zusammen mit dem Watt. Ja, hier oben steht jetzt ein PM für Power-Modus, wird jetzt auch ein VM für Volt-Modus. Ja, das ist die Menüführung. Jetzt will ich euch aber was zeigen. Ja, wieder mit 5 Klick abgeschaltet. Was ihr laut der Bedienungsanleitung nicht tun sollt, um nicht die Garantie zu gefährden. Ich werde diese Box aufschrauben. Und wir gucken uns mal das Innenleben an. Weil das ist ein wichtiger Punkt gleich fürs Fazit. Das sind ganz kleine USB-Schräubchen. Torx-Schräubchen. So, nicht verlieren. Die haben wir auch nicht in Ersatz. Ja, also es ist nicht gedacht, dass ihr diesen Deckel öffnet. Das wird euch dann dementsprechend wahrscheinlich schon darauf vorbereiten, was wir jetzt sehen. Wir sehen ein Akku, ein 18350er, müsste das sein. Und der ist fest verlötet. Ja, den könnt ihr nicht austauschen. Das ist hier mit so ein bisschen Klebematerial festgeklebt. Und hier ist dann das eine Kabel hier auf die Platine gelötet und da geht das schwarze Kabel auf die Platine. Und der Chipsatz hat auch eine Bezeichnung. Nicht, dass ich mich damit wirklich auskennen würde oder sowas, aber hier steht DHX 100Z V1A. Ja. Da müssen wir gucken, was das so Tolles kann. Aber das ist das Innenleben der Box. Da komme ich dann gleich zu in meinem Fazit nochmal. Ja, aber behaltet euch das Bild mal so vor Augen. So, wir schließen das Ganze wieder. Das Schöne ist ja, dass ich den für die Review umsonst bekommen habe. Da kann ich mich dann auch mal ganz gewieft trauen, das Ding aufzuschrauben. Mal gucken,
dass wir jetzt wieder diese fizzligen kleinen Schrauben da reinkriegen. Gut. Jetzt wollen wir das mal vereinen zum Gold Rush Kit. Ja, sprich, wir schrauben Verdampfer und Box zusammen. Und dann werde ich dann euch gleich mal zeigen, wie das Ganze so dampft. Und dann besprechen wir alles weitere, weil jetzt habt ihr eigentlich alle Details an diesem Gerät gesehen. In diesem Sinne, bis gleich. Ja, willkommen zurück. Schalten wir den Nugget mal wieder ein. So, wie gesagt, wir befinden uns im Power-Modus. Ich schalte jetzt auf 25 Watt. Viel mehr sollte man diesem Verdampfer nicht zumuten. Ganz einfach, weil der dann sonst anfängt sehr warm zu werden, der Dampf. Ich weiß, was stehen da drauf. Aber es ist halt auch passieren kann, der fängt an zu spucken. Sprich, es lösen sich heiße Liquidtropfen von der Wände und ihr bekommt die in den Mund. Das finde ich äußerst unangenehm. Ja, deswegen so um die 25 Watt mehr möchte ich da nicht drauf feuern, auch wenn der Kopf vielleicht mehr aushält. Vielleicht, wenn ich die größere Variante des Tanks hätte, würde ich da vielleicht mehr drauf geben. Aber wie gesagt, jetzt mit 25 Watt das Gold Rush Kit. Dampft für mich zufriedenstellend. Ich weiß, Cloud Chasen tue ich nicht, mache ich nicht, ist nicht meins. Da werden andere Leute andere Mengen gewohnt sein, aber ich finde es zufriedenstellend. Ja, ich habe euch ja gesagt, dass hinter diesem Gold Rush Nugget 49er Namensgebung noch was Besonderes steht, und das hat man mir also auch vom Hersteller mitgeteilt. Und zwar ist der Chef der Firma, Mr. Oliver wurde er da einfach nur in der Mail genannt, ein großer Fan der Geschichte des kalifornischen Goldrausches. Und das war so, dass 1849, 49, ein Amerikaner namens James Marshall in Kalifornien Gold gefunden hat. Woraufhin dann, er hat also ein Gold-Nugget gefunden, woraufhin dann der Goldrausch in Kalifornien eingesetzt hat. Und das hat also diese ganze Namensgebung von diesem Gerät wohl inspiriert. Wie gesagt, Nugget beschreibt halt einen natürlich vorkommenden Goldklumpen, meistens recht klein, ja, so in Sandkorngröße. Ja, also dementsprechend auch hier der Name passend gewählt.
was denke ich zu dem Gerät? Also in dem Fall muss ich das ein bisschen voneinander trennen. Das tue ich jetzt auch mal. Ich fange mal mit dem Tank an. Der Tank, durch der 49ers Tank, finde ich sehr schön gemacht. Ja, hat also alle wichtigen Funktionen, Airflow und auch Liquid Control, sehr schön zu befüllen. Mundstück hätte ich jetzt etwas länger gewählt, aber gut, das ist ganz persönlicher Geschmack. 2 Milliliter sind mir ein bisschen wenig Tankinhalt. Wie gesagt, ich würde halt die größere Größe bevorzugen. Aber wie gesagt, alles sehr leichtgängig, sehr schön gearbeitet. Ja, gefällt mir. Für einen Starter oder Anfänger sicherlich auch schön leicht zu bedienen. Ja, auch nichts Kompliziertes da dran. Die ganzen Drehungen, die man machen muss, um die Sachen an den Start zu bringen, ergeben sich meistens von selber. Ja, dass ihr halt die AFC ein bisschen aufdreht, dass sich dann die Nickel-Control zudreht und dass ihr dann weiter dreht, um den Kopf unten rauszunehmen. Ja, beim Festdrehen, das auch wirklich fest verschlossen, sich dann erst die Liquid Control öffnet. Das hat alles Sinn und Zweck. Dementsprechend rein vom Mechanischen her, jetzt weg von dem Liquid-Inhalt, finde ich den 49ers Tank gelungen. Ja, der gefällt mir also sehr gut. Kommen wir zum Nugget. Die Bedienung ist sehr schön gemacht. Ja, alles geht wunderbar mit diesen Menüs. Alles leicht verständlich. Das Display funktioniert wunderbar. Was natürlich ein Problem ist, dadurch, dass das Ding so klein ist, ist natürlich der Akku da drin unglaublich klein. Das ist ein 18350er, meine ich, der da drin ist. Der hat natürlich nicht allzu viel Kapazität. Und das merkt man auch. Also wenn ihr den mal auf 50 Watt dreht, das habe ich gemacht, dann ist der ratzfatz leer. Ja, habt ihr, weiß ich, 20 Züge oder sowas, dann schreit der schon wieder nach dem Aufladen. Dementsprechend müsst ihr den natürlich sehr schnell aufladen und das sehr häufig, was natürlich auf die Lebenszeit von dem Akku geht. Und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo meine Kritik kommt von dem Innenaufbau. Ja, dass der Akku fest verbaut ist ein großer Fehler. Ja, das ist wirklich echt schade. Ich meine, ich stehe nicht so auf so kleine Geräte. Ja? Ich habe lieber was Großes in der Hand. Ja? Aber das ist auch nur persönlicher Geschmack. Da verteufel ich keine kleinen Geräte. Dafür gibt es Leute, die sich dafür interessieren. Der Akku muss austauschbar sein. Ja? Und dann lasst diese Winzschrauben hier weg. Ja? Macht stattdessen einen magnetischen Deckel, dass ihr den einfach abnehmen könnt. Neuen Akku rein, fertig. Ja, dann wäre dieses Gerät auch ohne Fehl und Tadel. So ist irgendwann der Akku durch und derjenige muss halt gucken, wie er an einen neuen Akku kommt oder sich halt komplett ein neues Nugget kaufen, was ich schade finde. Ja, ganz klar, das ist überhaupt nicht gut gewählt. Wie gesagt, ich gebe natürlich der Firma in dem Fall ein bisschen Welpenschutz, weil es, wie gesagt, ihr Erstgerät ist. Ja. Ist auch mal schön, dass man halt sich da was überlegt hat, was mal gegen diesen Trend immer größere Leistungen, ja, sondern einfach ein kleines Gerät mal in die Richtung. So, das Ganze zusammen nochmal gezeigt, was so sich darstellt. Ist halt auch sehr klein, sehr handlich. Die ganzen Übergänge sind perfekt getroffen. Und halt auch die Box liegt wunderbar in der Hand, keine scharfen Kanten, alles wunderbar abgerundet. Ja, es wäre halt für mich
nur halt viel zu klein. Ja? Wie gesagt, ich habe die selbst mit 25 Watt sehr schnell leer gedampft. Ihr habt praktisch kaum Reichweite da drin. Dementsprechend für den Alltag ist es für mich persönlich gar nichts. Ja? Ich habe die jetzt bei mir im Büro stehen gehabt, die habe ich dann immer so genutzt, wenn ich mal kurz irgendwo zu einem Termin draußen hin musste oder so, wo ich wusste, okay, nach Stunde bist du maximal zurück. Ja? Dann habe ich das Ding mitgenommen, einfach weil man dann vielleicht auch nicht so die dicken Bomber in der Tasche haben muss. Wie gesagt, wenn ihr noch auf einem Gerät der Suche seid, das wirklich so groß ist und ihr nicht viel Akkukapazität braucht, dann wäre das was vielleicht für euch. Ich bin da wohl einfach der falsche Kunde. Ja. Für Archery gilt, bitte ändert das mit dem Akku. Ja, das ist absolut die Achillesferse von diesem Gerät. Ansonsten finde ich das Gerät eigentlich ganz in Ordnung für den Anwender. Natürlich für mich, wenn ihr irgendwann mal das Ganze mit einem 26 350er oder sowas rausbringt, das könnt ihr dann vielleicht den Stranger nennen. Ja, in dem Fall bezieht sich dann meine Namensgebung auf den größten je gefundenen Golden Nugget in Australien. Der damals war, kam Stranger. Ja, also könnt ihr dann den Stranger bauen, indem ihr dann da einen 26 350er reinsetzt oder noch größer von mir aus und einen entsprechend großen Tank. Dann wäre ich vielleicht bei euch. Schöne Erweiterung wäre vielleicht auch noch ein Wickelsockel dafür, ja, dass man auch im Zweifel eigene Wicklungen draufsetzen kann. Aber mit den Austauschköpfchen kommt man auch schon wunderbar zurecht. Da sifft nichts. Musst du halt nur sehen, dass natürlich alles im Betrieb fest zugezogen ist. Ja, das wäre es soweit mit meiner Review. Link vom Hersteller findet ihr bei mir unten in der Infobox. Händler gibt es ja noch keine, soweit ich das weiß. Ja, ich hoffe mal, wir hören von der Firma Archery noch ein bisschen mehr, weil ich finde es auf jeden Fall mal interessant, dass jemand mit sowas einsteigt und nicht die nächste 0815 Box produziert, sondern halt schon versucht, etwas Spezielles rauszubringen. Und wie gesagt, die Ansätze sind in den größten Teilen richtig. Ja, dann danke ich Archery dafür, dass ich das ausprobieren durfte, für den netten Kontakt zu euch. Euch für euer Interesse an dem Video und natürlich für alle Kommentare, die ihr darunter schreiben werdet, solange sie wie immer halbwegs höflich sind und ja, man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, wir schütteln uns ein garstiger Wind, doch weiter